Kennst du Menschen, die sehr viel jammern, ewig nörgeln, rummaulen oder sich beschweren? Heute geht es darum, warum jemand jammert und wie wir damit umgehen können, damit es endlich aufhört, das Gejammere. Und ich sage schon mal vorab, hör einfach auf zu jammern, ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es sich anhört und deswegen auch kein hilfreicher Ratschlag. Und wir gucken uns an, ob Jammern wirklich eine typisch deutsche Eigenschaft ist. Herzlich willkommen zu Sprich dich glücklich, deinem GfK-Podcast. Mein Name ist Susanne Kalista. Ich bin Trainerin und Coach für gewaltfreie Kommunikation und du bist hier genau richtig, wenn du was für dich und deine Beziehungen tun willst und wenn du auf jeden Fall nicht mehr jammern möchtest. Ich habe mich mit einer Klientin unterhalten und nachdem sie mir das erzählt hat oder schon während sie mir das erzählt hat, war ich sehr, sehr froh, dass das auf meine Mutter nicht zutrifft. Und zwar hat sie mir erzählt, ihre Mutter jammert ständig. Sie jammert darüber, wie schwer sie es selbst als Kind hatte, wie schwer es für sie war, die Familie großzuziehen, dass sie sich aufgeopfert hat, dass sie ihre eigenen Wünsche für die Familie, für die Kinder hinten angestellt hat. Sie jammert jetzt, dass sie Krankheiten hat, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass man darüber ständig reden will und das mitteilen will. Und sie jammert darüber, dass zu allem noch dazu kommt, dass die Kinder, für die sie alles getan hat und für die sie sich ihr Leben lang aufgeopfert hat, jetzt undankbar sind. Also die rufen nicht an, die kommen nicht vorbei oder nicht oft genug, interessieren sich nicht, haben nie Zeit und sie ist jetzt darüber total enttäuscht und jammert die ganze Zeit. Und wie gesagt, ich war froh, dass meine Mutter nicht so ist und ich habe dann so gedacht, naja, ist ja klar, dass die keine Lust haben, sich zu melden oder bei ihr vorbeizugehen oder sie anzurufen, wenn sie dann nur jammert die ganze Zeit. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis, ist irgendwie auch nachvollziehbar, ne? Weil das ewige Jammern zieht ja auch runter und wir sind ganz oft genervt davon. Und da ist vielleicht auch schon ein Punkt, den ich da als ganz wichtig empfinde, wenn wir genervt sind und das ganz schlecht aushalten, dann liegt es auch oft daran, dass wir eine schnelle Lösung selber auch wollen, weil wir die Störung gern weg haben wollen. Wir wollen einfach, dass das Problem gelöst wird, dass alles wieder störungsfrei funktionieren kann, störungsfrei abläuft und damit lösen wir das Problem nicht und wir können das Problem auch gar nicht lösen, weil Jammern kein Hilferuf ist. Beim Jammern geht es nicht darum, dass die Person sich eine Lösung von uns wünscht. Jammern hat einen ganz anderen Grund, eine ganz, ganz andere Ursache. Und bevor wir zu der kommen, habe ich noch mal geguckt, ob wir nun wirklich als Deutsche Jammer-Weltmeister sind und ob uns das wirklich auszeichnet, ob das was ist, was in unserer Kultur wirklich häufig vorkommt. Die Infos, die ich dazu gefunden habe, die sind recht unterschiedlich. Also es gibt schon einige Quellen, die sagen, dass wir besonders gerne jammern und besonders gerne uns beschweren und das Negative sehen und auch zum Ausdruck bringen. Also es gibt jetzt zumindest was ich gefunden habe, keine validen Zahlen dafür, aber ich habe schon den Eindruck, dass es kulturell bei uns eher angezeigt ist zu jammern. Und was ich da in dem Kontext total interessant fand, ist folgender Aspekt. Wenn ich viel jammer, kann das ja auch ein totaler Schutzmechanismus sein. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich im Büro darüber mich beklage, dass ich sehr, sehr viel zu tun habe, dann vermeide ich relativ wahrscheinlich, oder zumindest kann es mal einen guten Versuch wert sein, dass ich noch mehr Arbeit bekomme. Also wenn ich die ganze Zeit sage, wie viel ich auf dem Tisch habe und dass es kaum zu schaffen ist, ne, dann bin ich sicher davor, dass andere noch kommen und mir noch Sachen aufbürden oder dass meine Kollegin oder mein Kollege mich fragt, ob ich irgendwas von denen mit übernehmen kann, weil ich ja die ganze Zeit schon darüber jammer und mich beklag, wie viel ich selber auf dem Tisch habe. Ne? Also ich kann durchaus durch Jammern sozusagen mich vor mehr Arbeit schützen, dass ich nicht noch mehr aufgehalst bekomme. Und gleichzeitig kann ich natürlich auch so ein bestimmtes Image von mir aufbauen oder aufrechterhalten, dass ich total arbeitsam bin und wirklich viel wegschaffe. Ne? Also wenn ich habe mal gehört von einer, die hatte den Tipp von ihrem Opa bekommen, dass man bei der Arbeit immer schnell gehen muss und ja nicht schlendern soll, damit man nicht den Eindruck erweckt, man hätte nichts zu tun oder man hätte einen Schlendrian. Ist das so ein schönes Wort? Benutzt das noch jemand? Schlendrian. Also eher viel Zeit und vielleicht auch noch Luft, die mit Arbeit gefüllt werden könnte. Gell? Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das was ist, was bei uns eher kulturell häufiger anzutreffen ist, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall keine validen Zahlen zu gefunden, wie unser Jammern im Vergleich oder wie unser Jammern im internationalen Vergleich abschneidet, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall habe ich ja schon gesagt, Jammern ist in den seltensten Fällen oder quasi nie
ein Hilferuf nach einer Lösung. Es geht aber um was ganz anderes. Und warum jammern wir denn eigentlich? Die Psyche macht ja nichts ohne guten Grund, ne? Also es gibt immer einen bestimmten Grund dahinter. Und das Jammern ist nicht die Bitte um eine Lösung. Es geht dann nicht darum, dass das Jammern eine Eigenheit oder ein Verhalten ist, was eine Lösung sich wünscht, sondern es geht um was ganz anderes, nämlich um was viel tiefer liegenderes. Es geht um das Erfüllen von Bedürfnissen. Das heißt, das Jammern ist die Antwort auf unerfüllte Bedürfnisse und wenn man das jetzt als Satz ausdrücken wollte, könnte das sowas heißen wie hör mir zu oder nimm mich wichtig oder versteh mich. Ja, also es geht gar nicht ums Lösungsanbieten, sondern um das Gesehenwerden, das Verstandenwerden und auch die Anerkennung. Und insbesondere, deswegen finde ich die Geschichte von der Mutter auch so gut greifbar, um das ganze Thema zu beleuchten. Mit jedem Satz, den die darüber sagt, wie sie sich aufgeopfert hat, wie anstrengend das war, die Kinder groß zu kriegen, dass sie ihre eigenen Wünsche zurückgestellt hat, um sich um die Familie zu kümmern und für die Kinder zu sorgen und für deren Aufwachsen und für alle, fürs Wohlbefinden und das Wohlergehen aller zu sorgen. Gell? Da steckt ja das schon total drin. Sie hat ganz viel gemacht und sie hat den Eindruck, dass das nicht anerkannt wird, dass das gar nicht gesehen wird, was sie da alles geleistet hat und dass die Kinder sich nicht melden oder niemand sich Zeit für sie nimmt, um mit ihr Zeit zu verbringen, zu sprechen oder sie zu besuchen oder zu telefonieren, bestätigt sie da drin, dass sie jetzt nicht mal Anerkennung und Dankbarkeit und Respekt vielleicht für das, was sie da geleistet hat, dass sie das dafür bekommt. Gell? Und da muss ich sagen, dass ich an der einen Stelle schon bei mir festgestellt habe, dass ich ähnlich agiert habe, dass ich auch mitunter ziemlich kurz angebunden bin und dann so sage, ja, ich habe jetzt aber nicht viel Zeit oder ich habe so viel zu tun oder dafür habe ich jetzt keine Zeit. Würde mich mal interessieren, wie es bei dir ist, ob du da dich auch wiedererkennst. In der Recherche habe ich auch noch mal was Interessantes gefunden, dass Frauen mehr jammern als Männer. Und das habe ich in mir eine Empörung gespürt. Das kann wohl nicht wahr sein. Und dann hat es schon irgendwie bei mir Klick gemacht und es ist irgendwie für mich gut nachvollziehbar gewesen, warum das so ist. Also faktisch ist es wahrscheinlich auch wirklich so, aber die Ursache ist da die Lösung und das ist der erhellende Moment. Frauen tauschen sich eher aus. Frauen bleiben im Gespräch, kommen ins Gespräch. Das heißt, sie tauschen ihre Gedanken aus, sie sprechen mit Menschen darüber, was sie bewegt. Sie fragen natürlich auch nach, was den anderen bewegt. Ich habe auch sowas gelesen wie Frauen heilen im Kontakt. Ne? Also es ist total wichtig, sich auszutauschen. Und dann ist es relativ ja wahrscheinlich alleine in Anbetracht der Menge des Gesprochenen, dass sie anteilmäßig auch mehr jammern. Männer hätten vielleicht genauso viel Anlass zum Jammern. Sie sprechen halt nicht, oder sprechen weniger, ist ein bisschen klischeehaft jetzt. Gleichzeitig wirst du wahrscheinlich selber die Erfahrung gemacht haben in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, bei dir selber, in deiner Partnerschaft, dass Männer dazu neigen, Sachen mit sich selbst zu klären und nicht anzusprechen und nicht auszusprechen und sich nicht darüber auszutauschen und vielleicht auch öfter und immer wieder bestimmte Themen zu besprechen. Und darin könnte begründet liegen, dass Frauen vermeintlich mehr jammern und häufiger jammern, als Männer das tun. Was Jammern noch bestärkt, dieses Verhalten, ist die eigene Geschichte, die man sich erzählt. Und das ist wahrscheinlich auch bei der Geschichte von der Mutter, von der ich gerade erzählt habe, der Fall, dass sie sich diese Geschichte, wie schwer das war, wie schwer sie es hatte, immer wieder erzählt. Ne? Und je öfter sie sich die Geschichte erzählt, desto mehr glaubt sie es natürlich selbst. Dazu neigen wir ja, ne? Also wenn wir uns eine Geschichte immer wieder erzählen, wird sie immer mehr auch zu unserer Wahrheit und vielleicht auch ein Stück weit zu unserer Identität. Und diese Geschichte loszulassen, das ist natürlich was die Mutter nur ganz alleine kann. Das kann ja ihr niemand abnehmen, diese Aufgabe. Und sie ist die Einzige, die aus dieser Jammerspirale sich rausziehen kann und sich davon befreien kann. Ne? So, und aus diesem Jammertal sozusagen, das finde ich jetzt schön, Jammertal, weil das Tal ist ja, ne, kommt man selber schlecht raus. Manchmal braucht man da Hilfe. Und was die Tochter jetzt für ihre Mutter tun kann. Ich vermute mal, dass die Mutter schon ein bisschen älter ist. Und deswegen wäre es vielleicht
für die Tochter gut, mal Folgendes zu versuchen, nämlich der Mutter Anerkennung zu schenken. Also normalerweise würde ich ja immer sagen, sie ist selbst dafür verantwortlich, muss sie selber machen. Aber in dem Fall würde ich denken, dass die Tochter ganz viel in der Hand hat und sie könnte Folgendes tun. Also wenn du dir jetzt bewusst gemacht hast, welche Bedürfnisse da dahinter stecken, dass deine Mutter sich wünscht, mehr gesehen zu werden in dem, was sie alles geleistet hat, auch wichtig genommen zu werden und Anerkennung dafür zu bekommen, dann könnte es ja ein leichtes sein, ihr das zu schenken. Ne? Das könntest du zum Beispiel machen, indem du dich wirklich für sie interessierst. Also dir Zeit nimmst und dich mal hinsetzt mit ihr und dann sie wirklich fragst, und wie war denn das genau? Was war denn da? Und erzähl mal. Du könntest auch sie fragen, was waren denn, also so wie ich verstanden habe, hat sie ja auch Wünsche sozusagen sich nicht erfüllt oder selber verwehrt. Da kannst du mal fragen, was das für Wünsche waren, was sie sich gewünscht hätte, was sie schön gefunden hätte, wovon sie geträumt hat als junge Frau oder als junge Mutter, was sie sich dann selber nie erfüllt hat. Und dieses echte Interesse und das wirkliche Zuhören wird wahrscheinlich für dich auch ganz viele Erkenntnisse bringen. Ne? Also das ist ja nicht nur so, dass du jetzt deine Zeit opferst für deine Mutter, sondern dass du auch wirklich selber ganz viel erfährst und einen neuen Blick auf deine Mutter gewinnen kannst, den du noch nicht hattest. Das ist ja oft so. Ähm, Ich habe das manchmal, wenn ich so alte Fotos angucke und meine Mutter als junge Frau sehe, dass ich dann so denke, was ist denn das für eine Person gewesen? Wie war die denn? Was hatten die so gedacht? Und vor allen Dingen, also ich zumindest, sehe meine Mutter ziemlich ähnlich. Und dann finde ich das noch spannender rauszufinden, wie viel sie als junge Frau mit mir heute als junge Frau, bin ich noch eine junge Frau? Kann ich von mir sagen, dass ich eine junge Frau bin? Na egal, du weißt schon, was ich meine, gell? Wie viel haben wir gemeinsam? Und insofern ist es so oder so, finde ich, sehr erkenntnisreich und für eure Mutter-Tochter-Beziehung bestimmt sehr bereichernd, wenn du dich da mal ähm, mit ihr beschäftigst oder dich auf das einlässt, was sie erzählen will, und auch wirklich nachfragst. Das geht natürlich nicht zwischen Tür und Angel. Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein gutes Investment ist, wenn du das tust. Und gleichzeitig, wie gesagt, erfüllst du damit ihre Bedürfnisse. Also das heißt, wir wollen ja das Jammern reduzieren, auch für dich, für sie auch, ne, dass sie rauskommt aus diesen negativen Gedanken, die ja auch, also die wirken, die sind ja auch eine Last. Ne? Wenn ich immer denke, dass ich es so schwer hatte und ein freudloses Leben geführt habe, indem ich mich nur aufgeopfert habe, ist es ja auch belastend. Es ist ja auch für die mentale Gesundheit und dann irgendwann auch für die physische Gesundheit eher schädlich als förderlich. Und insofern kann das für dich auch eine gute Motivation sein, zu sagen, ich will eigentlich meine Mutter, ja, was Schönes. Ich will auch die schönen Erlebnisse, ich will vielleicht dazu beitragen, dass sie sich auch an die schönen Dinge erinnert, die ihr widerfahren sind oder die sie als Mutter oder als Familienfürsorgerin erlebt hat. Ne? Und das kann ja für dich auch eine Motivation sein. Also da empfehle ich dir auch wirklich, da mal ins Gespräch zu gehen und einfach zuzuhören und nachzufragen. Und wie war denn das genau? Und erzähl mal. Und das ist ja spannend und das interessiert mich wirklich. Und gleichzeitig kannst du natürlich mal gucken, je nachdem, wie viele Familienmitglieder da jetzt noch involviert sind, also ob das deine Geschwister sind oder deine eigenen Kinder schon sind, die dann sich auch interessieren und mal öfter melden. Und ich weiß nicht, ich habe noch so einen Gedanken, dass wir ganz oft dann, wenn die Eltern alt sind oder sterben, denken, und da ist so ein großes Bedauern. Und wenn sie aber noch da sind und auch noch könnten, dass wir dann ganz oft nicht Zeit mit denen verbringen und uns nicht so für deren Interessen oder für deren Belange interessieren. Ne? Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt, der damit reinspielen könnte, dass du einfach, wenn sie da ist und erzählen will, auch dir die Zeit nimmst zuzuhören. Ja, auf jeden Fall ist das mein Tipp für dich, was du mit deiner Mutter machen kannst. Wenn du jetzt selber die Podcast-Folge hörst und denkst, ja, ich jammere eigentlich auch recht viel und ich bedauere mich auch für viele Sachen, die ich schon erlebt habe oder die mir widerfahren sind, dann könntest du Folgendes machen. Also wann es immer irgendwie was Traumatisches, traumatische Erlebnisse da dahinter stecken, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, professionelle Hilfe zu holen. Ja, also das ist schon was du sehr, sehr ernst nehmen solltest. Du musst da nicht drinstecken bleiben, auf gar keinen Fall. Da hilft es, sich mit Profis zusammenzutun, ob das jetzt ein Therapeut ist oder ein Coach. Gell? Das würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen.
diese Entscheidung zu treffen, kannst du mal gucken, ob das bei dir funktioniert, dass du einfach sagst, ich entscheide mich jetzt und fange jetzt an, meine eigene Geschichte nochmal anders anzugucken oder positive Aspekte in meiner Geschichte zu fokussieren. Sowas könntest du machen. Du könntest sagen, warte mal, da habe ich noch einen schönen Satz für dich, der geht so. Ich lasse die alte Geschichte jetzt los und fokussiere meine Zukunft. Oder ich lasse die alte Geschichte jetzt los und richte meinen Blick in die Zukunft. So, vielleicht hilft das. Ne? Kann ja gut sein, dass manchmal wir einen schönen Glaubenssatz auch etablieren können, der uns dann hilft. Also das kannst du auf jeden Fall auch ausprobieren. Was auch funktioniert, ist die Arbeit mit dem inneren Team. Du könntest dein Team rausholen, aufzeichnen, aufstellen und mal gucken, was du brauchst. Also wo sozusagen, wer hält daran fest? Wer hält an dieser alten Geschichte fest, die dich auch dann immer jammern lässt? Wer fühlt sich ungesehen, nicht wichtig genommen, nicht anerkannt? Und was braucht der? Ne? Das ist dann die wichtige Frage, was du brauchst. Und wenn dir dann klar ist, welche Bedürfnisse quasi zu kurz gekommen sind, kannst du auch mal überlegen und dich fragen, wie kann ich die noch erfüllen? Ne? Du versuchst jetzt mit Jammern. Relativ wahrscheinlich funktioniert das gar nicht, weil du das, was du dir eigentlich wünschst, durch das Jammern ja gar nicht bekommst. Wahrscheinlich ist es eher so, dass die Leute genervt sind oder dir Ratschläge geben, die dir nicht weiterhelfen, weil es ja gar nicht darum geht, dass du eine Lösung möchtest, sondern eben zuhören oder gesehen werden oder anerkannt werden. Und wenn du in der anderen Situation bist, wenn jemand in deinem nahen Umfeld, also ein Freund, Partner oder auch Eltern viel jammern, dann ist mein Tipp für dich, hör auf jeden Fall auf, Ratschläge zu geben, das bringt gar nichts. Und du erinnerst dich vielleicht in der gewaltfreien Kommunikation, Ratschläge sind auch eher kommunikationshemmend, eher Kommunikationshürden. Die sind nicht gewaltfrei. Ratschlag ist, kennst du vielleicht, ein Ratschlag ist auch ein Schlag. Der Ratschlag beinhaltet oder impliziert oder bringt zum Ausdruck, dass du da drüber stehst, über der Person stehst und nicht auf Augenhöhe bist, ne? Dass du die Lösung weißt, du die Lösung kennst. Also die Ausnahme, wann ein Ratschlag oder auch ein Tipp gut funktioniert, ist, wenn du explizit danach gefragt wirst. Ne? Wenn du gefragt wirst, was würdest denn du jetzt machen, was würdest denn du an meiner Stelle machen, dann schon. Ansonsten sind Ratschläge eher dazu geneigt, einen inneren Widerstand zu erzeugen und stoßen auf Gegenwehr und es ist keinem damit geholfen, weil du dann denkst, das habe ich schon so oft einen Ratschlag gegeben, ich habe schon so oft gesagt, was die machen soll und die jammert immer noch. Das ist doch total nervig und auch irgendwie unglaublich. Gell? Also, was du wirklich tun kannst, zeig Interesse, interessier dich und schenk Anerkennung für das, was da ist, auch wenn es dir nie so gehen würde, auch wenn du nie in so eine Situation kommen würdest. Es ist vollkommen irrelevant. Es geht darum, anzuerkennen, was der anderen Person wichtig ist, was die andere Person braucht, was sie gerade belastet und was sie sich von dir wünscht. Gell? Und du kannst zum Beispiel sowas fragen wie, was brauchst du denn? Anstelle gute Ratschläge zu geben, ne? Wenn du richtig zugehört hast und gut zugehört hast, kannst du dann fragen, was brauchst du denn? Und was auch hilft, das finde ich eine sehr schöne Frage, welchen Beitrag kann ich denn leisten, um dein Bedürfnis zu erfüllen? Und der Fokus oder der Schwerpunkt oder das Besondere an der Frage ist, es liegt auf Beitrag. Ne? Du kannst nur einen Beitrag leisten, du kannst nicht das Problem lösen. Sollst du auch nicht, ist auch nicht gewünscht. Aber vielleicht kannst du einen Beitrag dazu leisten, dass das Problem eine Lösung findet oder dass die Person ihr Problem lösen kann. Ne? Also die Verantwortung bleibt bei der Person, aber du könntest eventuell einen Beitrag leisten. Und welcher das sein kann, kannst du erfragen. Und du könntest auch fragen, was hast du denn schon probiert? Und dann könntest du fragen, was davon hat denn schon funktioniert? Mit dieser Frage lenkst du den Fokus auf die Wirksamkeit der Person, ne? Dass sie schon mal was gemacht hat, was auch funktioniert hat. Und auch wenn das nur ein kleiner Teil ist, kann das dann eine ganz starke Ressource werden und auch Selbstvertrauen und Zuversicht schenken, dass sie durchaus in der Lage ist, was zu tun, um ihre Situation zu verbessern und das Jammern sein lassen zu können und dafür, ja, positiv oder was ist das Gegenteil von jammern? Also wenn ich nicht mehr jammern will, will ich vielleicht aus der Geschichte was lernen oder mitnehmen oder ja, Erfahrungen daraus für mich, Erkenntnisse gewinnen. Vielleicht ist das, was man anstelle von jammern machen kann. Und du kannst natürlich schon auch der Person transparent machen, was das Jammern bei dir auslöst. Ne? Du kannst schon transparent machen. Mir fällt da eine Geschichte von einer Freundin ein, die
sehr viel über ihre schlechten Erfahrungen, schlechten Erlebnisse mit Männern gejammert hat und ich damals auch noch viele Ratschläge gegeben habe, was sie einfach machen muss, damit alles viel, viel besser wird. Und dann hat die immer gesagt, ja, aber. Und mir ist natürlich heute klar, warum mein Vorgehen überhaupt ihr überhaupt nichts genützt hat, ihr keine Hilfe war. Und auch das Ja, aber bedeutet, dass sie einfach noch gar nicht bereit war, mit dem, was ich ihr vorgeschlagen habe, umzugehen, sondern dass sie noch ganz viel andere Sachen vorher erst nochmal Beachtung haben wollten und anerkannt werden wollten. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, für die Beziehung zu der Person klarzumachen, wenn du das als belastend empfindest und auch vor allen Dingen dann, wenn du nicht in der Lage bist, die Aufmerksamkeit und das Interesse jetzt zu schenken, was die Person bräuchte. Gell? Also dann wirklich zu sagen, ich bin gerade nicht in der Lage oder es ist mir zu viel. Also einfach in Ich-Botschaften mitzuteilen, wie dein aktueller Zustand ist und was es bei dir auslöst. Okay? Also, ich fasse nochmal zusammen. Jammern ist Selbstschutz. Jammern weist auf unerfüllte Bedürfnisse hin. Es geht nicht darum, einen Ratschlag zu bekommen, es geht darum, dass man Verständnis bekommt, Anerkennung und auch Wertschätzung und vielleicht auch Kontakt und Zugehörigkeit. Aus dem Jammern rauskommst du am besten, indem du dich auf die Zukunft fokussierst, versuchst, die Geschichte loszulassen. Eine Möglichkeit ist auch noch, einfach auch mal zu gucken, was waren denn die positiven Sachen, die ich da rausziehen will, also dass du Erkenntnisse daraus gewinnen kannst, anstelle von Jammern, dich entscheidest zu gucken, was lerne ich daraus, was will ich aus der Geschichte mitnehmen. Weil es ja heute ganz viel darum ging, wie Geschichten und die Geschichten, die wir uns selber erzählen, unser Denken beeinflussen und auch unser Leben beeinflussen, habe ich ein Buch rausgesucht, was ein Fachbuch ist und das heißt Erzählende Affen. Und dieses Buch beschreibt, wie Geschichten unser Leben bestimmen, habe ich schon gesagt, aber wie viel Einfluss Sprache und auch Sprachherkunft und Wörter darauf haben, was wir denken, was wir auch wahrnehmen in unserer Umwelt. Und ich meine, das sage ich ja schon die ganze Zeit, dass Sprache und Worte unser Denken bestimmen und dann natürlich auch unser Handeln. Und ich finde das sehr, sehr interessant zu lesen und ich habe sehr viele neue Impulse und Perspektiven für mich darin entdeckt. Also meine Empfehlung für heute: Erzählende Affen von Samira El-Kouasil und Friedemann Karik. So, das war's für heute. Kein Grund zu jammern, ganz viel Grund nach vorne zu blicken. Ich freue mich darauf, wenn du den Podcast weiterleitest an Menschen, die dir am Herzen liegen, wenn du ihn bewertest, kommentierst und was noch? Abonnierst, genau. Folge meinem Podcast, folge mir auch gerne in den sozialen Medien. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin, alles Liebe, deine Susanne.